Henry Calloway lebte seit über 30 Jahren in der Nähe des Algonquin Forest und betrachtete die laubbedeckten Wege als Teil seines Lebens. An jenem Morgen ging er langsam in den Wald hinein, sich auf seinen Stock stützend, während das weiße Sonnenlicht durch die hohen Kiefern filterte. Die frische, stille Luft kam Henry vertraut vor, als ob der Wald im Einklang mit ihm atmete. Das ferne Zwitschern der Vögel vermischte sich mit dem Rascheln trockener Blätter unter den abgelaufenen Absätzen der Schuhe des alten Mannes. Er hatte es nicht eilig, denn jeder Ausflug in den Wald war für ihn ein stilles Gespräch mit der Natur. Henry blieb mehrmals stehen und betrachtete die schwachen Tierfußabdrücke, die sich nach dem Regen der vergangenen Nacht auf dem feuchten Boden abzeichneten. Nichts deutete darauf hin, dass diese vertraute Reise sein Leben für immer verändern würde. Mitten in der Stille hallte plötzlich ein seltsames Geräusch aus dem Inneren des Waldes wider. Das schwache Geräusch hallte immer wieder wie ein verzweifelter Schrei in der Weite des Weltraums. Henry blieb stehen, neigte den Kopf, um zu lauschen, und seine alten Ohren vernahmen unverkennbar die Angst in dem Geräusch. Er ging langsam in Richtung des Geräusches, sein Herz pochte heftig in seiner schmalen Brust. Zwischen dem kurzen grünen Gras und den gelben Blättern, die den Weg bedeckten, tauchte ein Bärenjunges auf, zitternd und verwirrt. Es stolperte dahin, hob den Kopf, schmollte und rief nach seiner Mutter, die nicht mehr da war. Ihre runden, wässrigen Augen spiegelten Hunger, Erschöpfung und ein überwältigendes Gefühl der Einsamkeit wider. Henry blieb stehen und spürte deutlich, dass das kleine Wesen erschöpft war. In diesem Moment wusste er, dass er sich nicht umdrehen und weggehen konnte. Henry hielt Abstand und näherte sich nicht sofort, weil er die wilden Instinkte des Bärenjungen verstand. Er setzte sich langsam hin, legte seinen Gehstock beiseite und versuchte, so harmlos wie möglich zu wirken. Das Bärenjunge rannte nicht weg, es wimmerte nur leiser, die Augen immer noch auf den Fremden gerichtet. Henry sprach mit ihm in leiser, langsamer Stimme, als spräche er zu einem verängstigten Kind. Jede seiner Bewegungen war vorsichtig, um das kleine Tier nicht noch mehr zu erschrecken. Die Distanz zwischen Menschen und Bären verringerte sich allmählich, nicht durch Schritte, sondern durch Vertrauen. In den Augen des Jungen war keine Panik mehr zu sehen, nur noch ein stummer Hilferuf. Mitten im riesigen Wald beginnen zwei Fremde, durch Empathie eine Verbindung zueinander aufzubauen. Henry nahm langsam eine Wasserflasche aus seinem Rucksack und öffnete den Deckel mit Händen, die von jahrelanger harter Arbeit schwierig waren. Er hielt die Wasserflasche nach vorne, in sicherem Abstand, und überließ es dem Bärenjungen, selbst zu entscheiden. Das Bärenjunge zögerte einige Sekunden, dann trat es vorwärts und streckte seine winzige Zunge heraus, um den Wasserstrahl zu berühren. Wassertropfen rannen über sein flaumiges Fell und glitzerten im hellen, weißen Sonnenlicht. Das Bärenjunge trank hastig, als fürchte es, dass seine Lebensquelle jeden Moment versiegen würde. Henry beobachtete schweigend das Geschehen, sein Herz schmerzte beim Anblick dieser urtümlichen Sehnsucht. Ihm wurde klar, dass der Bär schon lange ohne seine Mutter umherirrte. In diesem Moment verschwammen die Grenzen zwischen Mensch und wilder Natur. Nachdem das Bärenjunge ausgetrunken hatte, kauerte es sich zusammen, atmete schwer und sein kleiner Körper zitterte leicht. Henry blickte sich im riesigen Algonquin-Wald um, konnte aber keine Spur von der Bärenmutter entdecken. Ihm war klar, dass die Überlebenschancen des Bären praktisch bei Null lagen, wenn er ihn dort zurückließ. Henry war hin und hergerissen zwischen Vernunft und Mitgefühl. Er wusste, dass es aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht die richtige Entscheidung war, einen Bären mit nach Hause zu bringen. Doch ein sterbendes Leben aufzugeben, war nicht das, was er tun konnte. Nach einem Moment der Stille hob Henry das Bärenjunge vorsichtig in seine Arme. Diese Entscheidung eröffnete ihm eine Reise, die er sich nie hätte vorstellen können. Henry brachte das Bärenjunge zurück zu seiner alten Blockhütte am Waldrand, wo er viele Jahre allein gelebt hatte. Er nannte ihn Maple, nach der Baumart, die mit Kanada in Verbindung gebracht wird. In der Anfangszeit erhielt Maple kleine Mahlzeiten, regelmäßig Wasser und viel Ruhe. Henry badete es in einem alten Metallbecken und sprach dabei leise vor sich hin. Das Bärenjunge gewöhnte sich allmählich an den Geruch der Menschen und das Knarren des Holzbodens bei jedem Schritt. Jeden Abend rollte sich Maple am Kamin zusammen und schlief, ohne mehr nach ihrer Mutter zu rufen.
Das einst leere Haus wurde durch die Anwesenheit des kleinen Wesens plötzlich warm. Henry erkannte, dass Maple ein Teil seines Lebens geworden war. Henry und Maple fuhren gemeinsam mit ihrem alten Pickup-Truck auf ihnen vertrauten Waldwegen. Maple saß still neben ihm, ihre neugierigen Augen beobachteten das Treiben draußen vor dem Fenster. Im alten Wohnzimmer fütterte Henry Maple geduldig löffelweise mit Essen. Der Bär wuchs von Tag zu Tag schneller und wurde gesünder, sein Fell wurde dicht und glänzend. Sie spielten zusammen im Garten, unter dem hellen Sonnenschein. Maple stellte sich verspielt und voller Energie auf die Hinterbeine. Henry lächelte, doch allmählich machte sich in seinem Herzen eine leise Besorgnis breit. Er wusste, dass die Liebe die Natur nicht für immer ersetzen konnte. Nach 3 Monaten war Maple nicht mehr das zerbrechliche kleine Bärenjunge, das sie einmal gewesen war. Es fing an zu knurren, kletterte auf Bäume und kratzte an Dingen im Garten. Maples Augen hatten nun einen deutlich wilderen Ausdruck als zuvor. Henry erkannte, dass diese Veränderung nicht länger auf die leichte Schulter genommen werden konnte. Er hielt fortan Abstand und umarmte Maple nicht mehr wie früher. Jede Handlung des Bären birgt nun eine furchterregende verborgene Kraft. Henry war sich bewusst, dass er vor einer schwierigen Entscheidung stand. Die Liebe verlangt in diesem Moment Loslassen. Henry rief mit zitternder Stimme die für den Algonquin-Wald zuständigen Förster an. Er erzählte die ganze Geschichte, von dem Moment an, als er Maple im Wald entdeckte, bis zu den Tagen, die er mit ihrer Pflege verbrachte. Als das Fahrzeug des Rangers auftauchte, stand Maple wachsam da, geriet aber nicht in Panik. 2 Parkwächter stiegen aus dem Auto und betrachteten den Bären mit professionellem Blick. Henry stand schweigend abseits, sein Herz schwer, aber sein Entschluss fest. Er hat nichts verheimlicht, denn er wusste, dass die Wahrheit das Wichtigste ist. Maple blickte Henry an, als ob sie die Veränderung spürte, die sich bevorstand. Der Moment des Abschieds rückt näher denn je. Die Ranger hoben Maple vorsichtig in das Fahrzeug. Der Bär drehte den Kopf und blickte zurück zu Henry, seine Augen waren nicht länger von Verwirrung, sondern von Sehnsucht erfüllt. Henry stand still, winkte nicht, nickte nur leicht. Er verstand, dass dies kein Verlust, sondern eine Rückkehr an den rechtmäßigen Platz war. Das Fahrzeug des Rangers verschwand allmählich hinter den grünen Bäumen. Der Wald kehrte zu seiner früheren Ruhe zurück, aber Henrys Herz war anders. Er fühlte sich leer, aber auch erleichtert. Seine Liebe hatte ihren Zweck erfüllt. Maple wurde zur Rangerstation gebracht und lebte dort in einem geräumigen, halbwilden Gehege. Die Ranger pflegen es mit einer wissenschaftlichen und sicheren Methode. Maple lernt jeden Tag, nach Nahrung zu suchen, auf Bäume zu klettern und selbstständiger zu werden. Seine wilden Instinkte werden allmählich in die richtige Richtung gelenkt. Henry kam oft zu Besuch und beobachtete das Geschehen aus der Ferne. Er rief Maples Namen nicht mehr, er sah nur noch schweigend zu. Maple erkannte Henry, ging aber nicht mehr auf ihn zu, wie sie es früher getan hatte. Beide wurden den Erfordernissen entsprechend angepasst. Eines Tages kehrte Henry zu dem alten Holzrauchpfad zurück, wo er Maple kennengelernt hatte. Das weiße Sonnenlicht drang noch immer durch die Bäume, und das grüne Gras erstreckte sich zu beiden Seiten des Weges. Er hielt inne und lauschte den Geräuschen des Algonquin-Waldes. Zwischen den trockenen Blättern war kein leises Rascheln mehr zu hören. Henry lächelte, denn er wusste, dass Maple nun in seine eigene Welt gehörte. Mitgefühl bedeutet nicht, etwas für sich selbst zu behalten, sondern anderen Lebewesen zu helfen, gemäß ihrer wahren Natur zu leben. Er drehte ihm den Rücken zu und ging weg, viel sanfter als zuvor. Inmitten der Weite des kanadischen Waldes findet eine Geschichte still ihr Ende.